Moin. Ja, wenn man jetzt seinen Affiliate-Link hat, zum Beispiel von Digistore24, ist natürlich jetzt die Frage, wie verbreitet man den am besten, ja, um damit dann auch Geld zu verdienen. Und da will ich euch jetzt einfach mal meine zwei besten Wege zeigen, die mir da am meisten Provision bringen. Weil ich habe keine Lust, euch jetzt irgendwelche Wege zu zeigen, die in der Theorie gut funktionieren könnten, aber bei mir gar nicht so wirklich gut funktionieren. Deswegen will ich euch wirklich nur das, was am besten funktioniert und was bei mir auch so 90% ausmacht. Ja, und das erste, wie ich die verbreite, ist, und was mit Abstand mir am meisten Affiliate-Provision bringt, ist eben über E-Mails, die ich immer an meine E-Mail-Liste schicke. Also halt über E-Mail-Marketing. Ja, wie ich das genau hier mache, hatte ich neulich in einem Video gezeigt. Das fliege ich jetzt mal hier oben beim i rein. Da könnt ihr euch das mal genauer anschauen, Schritt für Schritt. Wo ich da genaue Einblicke auch zeige. Und ja, hier habe ich dann eben in so einer Mail den Affiliate-Link einmal hier bei einem Button verlinkt. Und dann auch nochmal ein zweites Mal weiter unten bei einem Button. Natürlich auch immer mit Call to Action, also mit einer Handlungsaufforderung darauf als Text. Und ja, manchmal tue ich dann zum Beispiel auch nur einen Button und einen normalen Link reinmachen. Manchmal tut man auch noch in das PS am Ende ein Link, einen Affiliate-Link noch reinmachen. Ja, aber so hier funktioniert das meist auch schon ganz gut. Ja, und dann auch noch in der PDF als Anhang für die Mail. Da habe ich meist auch nochmal so Checklisten, was auch ganz gut funktioniert. Die erstelle ich einfach mit Canva und hier eben auch nochmal einen Affiliate-Link an den passenden Stellen eben verlinkt. Manchmal auch noch mit Call to Action, je nachdem, wie es gerade so passt. Ja, und das mache ich ja hier mit Funnel Cockpit schon seit Jahren. Ja, dieses E-Mail-Marketing und diesen ganzen Funnel eben. Und ja, das könnt ihr auch über den Link in der Videobeschreibung 14 Tage testen. Wenn ihr euch Funnel Cockpit über meinen Link holt, dann schenke ich euch auch noch unser Affiliate-Trainingslager dazu. Schickt mir dann dazu einfach eure Bestell-ID per Instagram oder per E-Mail. Ja, und hier findet ihr ja das, was mir von 0 auf bis zu 226 Euro Provision am Tag half. Und auch nochmal genauer erklärt, wie man sich jetzt eben so eine E-Mail-Liste hier aufbaut und so ein Freebie-Funnel. Ja, der zweitbeste Weg für mich, wie ich Affiliate-Links verbreite, ist über YouTube-Videos und dort eben in der Videobeschreibung einmal. Ja, ganz wichtig natürlich hier bei allen Methoden, dass natürlich man immer, egal ob jetzt in der Mail oder in einem YouTube-Video, dass man natürlich einen Mehrwert gibt, zum Beispiel jetzt einen Tipp oder sowas, oder halt den Leuten halt weiterhilft erstmal, und dass man, dass dann eben die Empfehlung mit dem Affiliate-Link eben auch passend dazu ist. Genau. Ja, und hier mache ich es eben so, ich tue dann im Video eben einmal schon erwähnen, ich tue dann halt sagen, der Affiliate-Link dazu ist halt in der Videobeschreibung und so weiter. Das ist dann halt da schon der Call to Action im Video und dann nochmal eine extra Handlungsaufforderung dann auch in der Videobeschreibung und den Link halt gleich ganz oben hin, sodass man ihn direkt sieht, ohne hier auf mehr ansehen klicken zu müssen. Und da halt auch nochmal wie gesagt, Call to Action davor. Ja, und dann packe ich den Link auch nochmal in die Kommentare, damit ihn auch wirklich jeder nochmal sieht. Genau, in den angepinnten Kommentar dann eben von mir. Ja, und hier tue ich dann eben die Affiliate-Links noch kürzen, damit der Link eben nicht so lang ist und damit noch mehr Leute draufklicken. Übrigens auch wichtig bei der E-Mail, hier bei der PDF, da sollte man das auch kürzen, sein Affiliate-Link, weil sonst kann die E-Mail manchmal nicht durchgehen. Ja, und ich mache das mittlerweile nicht mehr mit dem kostenlosen Bitly,
weil ja Bitly dann manchmal irgendwie doch nicht ganz so gut wirkt und weil auch manchmal dann ja das Tracking verloren geht. Ja, aber falls es mit Bitly macht, dann würde ich zumindest mal hinter dem Slash nicht diese komischen Zeichen da einfach stehen lassen, sondern würde dann da noch den Namen zum Beispiel vom Affiliate-Produkt eintragen oder je nachdem, was da halt eben passt. Ja, ansonsten kürze ich die Links ja mittlerweile auch über Funnel Cockpit und zwar über die Weiterleitung in den Funnel-Einstellungen. Da kann man dann einfach mit seiner eigenen Website-Adresse, eben mit seiner eigenen Domain, die Affiliate-Links hier einfach kürzen. Ja, Video dazu hatte ich auch gemacht, fliegt jetzt auch mal hier beim i oben rein. Ja, und das ist das Ganze auch schon, was bei mir denn den Großteil ausmacht und am besten funktioniert. Ja, wie verbreitet ihr eure Affiliate-Links und was funktioniert da bei euch am besten oder wo macht ihr da so die meisten Affiliate-Provisionen? Und ja, wenn ihr mehr solche Tipps sehen wollt, dann schaut euch auch noch unsere Affiliate-Marketing Tipps und Tricks Playlist hier auf YouTube an. Findet ihr jetzt beim i hier. Und da hatte ich ja zum Beispiel auch im letzten Video 3 Tipps für besseres Affiliate-Marketing gezeigt. Ja, dann bis später. Tschö.